glaube, dass das da hinten oben der Kassberg ist. Also es kann kein anderer Berg sein, der ist so hoch. Das ist der Berg, den ich damals besteigen wollte, den ich eigentlich nur ein einziges Mal kurz ohne Wolken gesehen habe. Und jetzt ist er ohne Wolken gerade. Das ist etwas ganz Besonderes. Gerade weil hier überall Wolken sind. Wahnsinn! Also wir haben leider einen Platten. Wir waren gerade beim Wasser auffüllen oder wollten Wasser auffüllen und da haben wir dann bemerkt, dass er im Hinterreifen zischt. Der hintere, innere wahrscheinlich. Und er hat noch keinen kompletten Luftverlust, aber wir haben schon große Angst und wir fahren jetzt auf jeden Fall weiter und hoffen möglichst schnell eine Werkstatt zu finden. Wasser haben wir nicht aufgefüllt. Erstens, weil Zeit vergehen würde. Zweitens, weil die Achslast hinten dann erhöht werden würde. Und jetzt hoffen wir einfach, dass wir innerhalb von einer halben Stunde ein Reifengeschäft zumindest erreichen. Das habe ich gefunden bei Google und wir hoffen sehr, dass wir dort ja, das Problem beheben können. Also langsam verstehe ich, warum diese Straße vielleicht vor ein paar Wochen oder so noch nicht offen war. Absolut. Okay. Jetzt fahren wir voll durch Schlagloch. Also ja, das war kein großes Problem. Da kommt ein Schlagloch. Ja, ich sehe das, aber das ist der rechte Reifen. Der ist okay. Ja, überholt mich halt nicht. Wow, echt? Junge, warte. Der LKW hat bitte zu warten. Fahr schon mal richtig mittig, dass er warten muss. Okay. Wir sind durch. Gut gemacht, gut gemacht. Oh. Das ist bestimmt der Ausweichtunnel, wenn die Straße noch nicht offen ist. Ja. Hallo und Gamajuba aus Georgien. Heute wollen wir eigentlich nach Russland einreisen. Aber bevor wir dort einreisen können, müssen wir noch ein kleines Problem beseitigen. Man sieht es gerade nicht, die Schraube ist irgendwo unten. Okay, was bisher geschah? Wir wollten heute Morgen von unserem Parkplatz in Godauri weiterfahren Richtung Stephansminder, Richtung Grenze und haben höchstwahrscheinlich, als wir über den Parkplatz gefahren sind, in unseren Reifen eine Schraube eingesammelt. Wir wollten 5 Minuten später noch Wasser auffüllen gehen und haben dabei gemerkt, dass unser rechter hinterer Reifen, der äußere, eben Luft verliert, aus dem Luft entweicht. Wir haben bis dato aber noch nicht gesehen, dass es eine Schraube war. Und so haben wir dann versucht, durch Stephansminder zu fahren, oder nach Stephansminder zu fahren. Dachten, es sind ja nur 20 Minuten. Das schafft unser Reifen noch. Wir haben dann erstmal sehr abenteuerliche Tunnel durchquert, die, glaube ich, da sind, dass man im Winter diese Straße auch benutzen kann. Und die dazugehörigen Straßen, die drumherum gingen, sind einfach noch nicht freigelegt gewesen. Es war auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Und dann sind wir vor Stephansminder angekommen. Der erste Google-Treffer war kein Google-Treffer, weil es dort kein Reifengeschäft gab. Sind wir weiter zu der Werkstatt, die wir noch gefunden hatten. Der hatte uns an den Spätzl weiter verwiesen, weil er eben den Reifen jetzt nicht flicken konnte. Der hatte aber zumindest die Schraube schon gefunden, die wir noch nicht gefunden hatten. Glücklicherweise ist der Reifen hat sich auch nur langsam entleert mit der Luft. Sind wir weitergefahren zum Spätzl, der war erst eine Stunde später da. Der konnte uns dann leider aber auch nicht helfen, hat uns jetzt wieder zurückgeschickt, 3 Kilometer weiter in den nächsten Ort, wo es eine, wie heißt das? Vulkanisierung. Eine Vulkanisierung wohl gäbe für Reifen. Auf dem Weg sind wir jetzt und versuchen unser Glück, ob dort unser Reifen geflickt werden kann. Ansonsten müssen wir das eben selbst in die Hand nehmen. Genau. Und ganz im Zweifel haben wir ja zum Glück noch einen Ersatzreifen dabei, den wir aber eigentlich ehrlich gesagt noch nicht drauf machen möchten. Wir wollen den Reifen erstmal flicken. So sieht's aus.
Andi? Ja. Komm mal Schuss. Update. Wir wurden ganz schön im Kreis geschickt. Nachdem wir echt niemanden gefunden haben, haben wir beschlossen, uns selber zu helfen. Da kommt der Held! Jetzt kommt die Luft noch viel schneller raus. Sieht aber ganz gut aus aktuell. So. Dann nehmen wir so um. Und jetzt mache ich hier noch Lubricant hier vorne dran to make insertion easier to the tip. Soll ich was halten? So, ne, passt schon. Okay, und jetzt nehmen wir das hier raus. So, und stecken das da rein. Schauen wir mal, ob wir überhaupt damit reinkommen. Das bedeutet, ich kann eventuell noch ein bisschen mehr rumstochern. Bin ich noch gerade? Ich glaube schon. Lass mal gucken. Wie viel haben wir? Immer noch 1,5, okay. Ja, super, super, super. Also es ist noch so ein Stückchen draußen. Jetzt soll auch noch ein bisschen raus. Also ich glaube, so viel mehr muss gar nicht rein. Reicht, reicht, reicht. Sonst flippst du mit der einen Seite gleich rein. Okay. Also guck dir gerne nochmal an, aber... Ja, sieht gut aus. Ja. Und jetzt kommt der letzte Schritt, wo man es abmacht. Oh, da bin ich raus. Voll gut. Voll gut. So. Und jetzt Sollen wir den Rest abschneiden? haben wir noch eine Schere dann. Ja, genau. Hier, ist so ein Messer. Ah, ist dabei. Alles mit dabei hier. Oh ja. Das geht leider nicht mit Handschuhen. Na, unsere süßen Bauzels? Ja, ihr könnt euch gar nicht entscheiden. Und, was haben wir hier noch? Kasbeck-Blick. Nein. Wir machen das direkt ganz leer. Ja, Junge. Bist du ein Süßer? Er hat Angst. Oh. Oh. So, wir sind auf dem Weg zur russischen Grenze. Wir fahren über diese alte Heeresstraße oder wie auch immer das heißt. Und wir sind so froh um jeden Meter, wo hier kein LKW auf der rechten Spur steht und wir irgendwie eine LKW-Stange überholen müssen, weil die Straße ist oft nicht breit genug für mehrere Fahrzeuge. Und ich bin auch sehr froh, dass kein Schnee liegt. Hier, wie gesagt,
Seite ist es schon um einiges wärmer als drüben in Godauri, wo wir jetzt noch gestern waren. Nachdem wir unseren Reifen geflickt hatten und wir eine gemütliche Nacht in Stephansmünder verbracht hatten, war es soweit. Wir fuhren mit unserer Jenny zur georgisch-russischen Grenze. Viel hatten wir davon schon gehört im Vorfeld, unter anderem, dass sich die LKWs vor der Grenze stauen sollten, kilometerlang, dass es sehr kompliziert ist, erstmal zu dieser Grenze hinzukommen, und dementsprechend sind wir früh losgefahren. Aber all das, was wir im Vorfeld gehört hatten, hat sich dann erstmal nicht bestätigt. Wir sind ganz locker zur georgischen Grenze durchgekommen und das Ausreisen war easy peasy locker flockig. Andi ist mit Jenny durch die Grenze durchgefahren. Ich bin ausgestiegen und durch das angrenzende Gebäude, habe meine Passkontrolle hinterlegt und ja, wir haben uns eben im Niemandsland wieder getroffen und sind erstmal ein langes Stück durchs Niemandsland gefahren, bis wir dann vor der russischen Grenze standen. Und das war bis jetzt, und ja, doch, das war bis jetzt unser aufwendigster Grenzübergang. Zum einen hat das ganze Prozedere lang gedauert. Zum anderen wurde Jenny auf den Kopf gestellt. Von Reifen bis Gepäckträger. Alles wurde mal angeschaut. Wir mussten sogar das Fahrerhaus nach vorne kippen. Zudem war die Prozedur des Fahrzeugs oder des Dokumentes, das man braucht, um das Fahrzeug einführen zu dürfen, etwas, ich würde nicht sagen unklar, aber ich meine, wir sprechen einfach nicht fließend Russisch und Kyrillisch können wir auch nicht. Etwas herausfordernder. Und dann hatten wir noch das Glück, in eine Stichprobe zu geraten, wo unsere Handys, unsere Laptops einmal durchgeguckt wurden. Zu unserer eigenen Sicherheit natürlich. Und ich durfte mich auch nochmal mit einem Grenzbeamten unterhalten. Allerdings, der war super nett und super bemüht. Er sprach zwar wenig Englisch, aber hat sein eigenes privates Handy immer hinzugezogen, um mir alles in Ruhe erklären zu können. Und ich habe mich dabei auch sehr wohl gefühlt. Letztendlich haben wir aber alles an der Grenze geregelt. Wir haben unsere Papiere gekriegt und durften einreisen. Dann sind wir hinter der Grenze noch zu einem Häuschen, um die Versicherung zu besorgen. Und ja, los ging's. Wir waren in Russland. Und jetzt zum ersten Mal heute direkt den höchsten Gang ein. In Russland! Achtung, wir kriegen den Gegenverkehr. Möri, in welchem Land sind wir gerade? Russland! Juhu! Nach 4 Stunden haben wir den Grenzübergang geschafft. Und es wäre wohl viel schneller gegangen, wenn wir nicht in eine von den Routinekontrollen geraten wären, wo wir sowohl Drohne als auch Laptop und Handy abgeben mussten, auch entsperrt, also mit Entsperrungscode und Windows angemeldet. Und dann wurden all unsere Daten durchwühlt. Ich hatte den mobilen Router dabei und ich habe gesehen, dass sie uns etwa 8 GB an Daten rausgelutscht haben, während sie unsere Handys durchsucht haben. Und sie haben auch wirklich fantastische Sachen gefunden, nicht wahr? Ganz, ganz tolle Spürnasen. Ja. Auf Möris Handy wurden nämlich diverse, sehr alte, auch schöne Fotos von der Möri angeschaut. Ja. Damals, als ich noch schön war. Ja. Aber jetzt sind wir drüben. Eigentlich im Grunde genommen, alle waren echt nett und professionell. Sind eigentlich auch cool drauf. Können uns nicht beschweren. Hier stauen sich die LKWs ganz schön auf der russischen Seite. Auf der georgischen Seite war kein einziger LKW gestanden. Ja. Was sehr unerwartet war, denn als ich vor 4 Jahren hier war, gab es auch eine sehr große Schlange. In Georgien war alles ziemlich fluffig. Ja. Wurden einmal kurz gefragt, warum wir 2 Pässe haben. Dann haben wir gesagt, weil wir das dürfen. Dann haben sie so anerkannt genickt. So. Ja, es war halt ein bisschen so eine Angst, ob der russische Stempel dann in den Reisepass reinkommt und nicht der georgische Ausreisestempel drin ist. Aber die haben es gemacht. Unser Glück. Das war aber auch irgendwie gar kein Problem. Ja, wir mussten dann nur sagen, wir haben 2 Reisepässe, ganz normal. Nee, aber auf der russischen Seite mussten wir das nicht mal sagen. Auf der russischen Seite war es dann egal, genau. Ja, aber also war alles ganz entspannt. Ja.
Also, es war wohl doch ein Militärplatz. Wir wurden heute vom Militär geweckt. Und nicht geweckt, wir wurden. Ja, geweckt nicht. Wir wurden einmal gebeten, doch das Gelände jetzt zu verlassen. Ja, also der Google Translator hat dann ausgespuckt, du gehst jetzt. Aber das war natürlich vielleicht auf der russischen Sprache geschuldet, dass die waren ja alle nett. Also, Ja. dass der Ausdruck so ist. Sie waren halt einfach verwirrt, was hier so ein paar Dullis auf Feld machen nachts oder morgens und haben mal nachgeguckt, was wir sind. Genau. And here we are again auf super tollen, sehr guten, schlaglochfreien Straßen. Und jetzt fahren wir auf wirklich sehr gepflegten und gut ausgestatteten Straßen weiter Richtung kasachische Grenze. Was uns auffällt, das wurde uns aber auch schon an der russischen Grenze von anderen Leuten erzählt, dass Russland sehr gepflegt ist. Hier gibt es kaum Müll, die Straßen sind schlaglochfrei und in einem wirklich guten Zustand. Und was uns überrascht hat, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Man muss dazu sagen, wir haben uns aber auch einfach darüber nicht informiert im Vorfeld. Wir fahren gerade durch ein sehr muslimisches Gebiet durch. Also überall stehen Moscheen. Man sieht muslimisch gekleidete Menschen am Straßenrand. Gestern war ja auch noch mal ein Tag vom Zuckerfest. Also gestern waren wir auch alle sehr, sehr schick unterwegs. Teilweise in Anzügen und sehr schicker Kleidung. Und ja, damit hatten wir gar nicht gerechnet. Das ist für uns natürlich gerade ein sehr großer Kontrast von dem christlich geprägten Georgien jetzt in Russland zu sein, wo wir fast nur Muslime sehen. Auch der Kontrast, dass hier alles so gepflegt ist, so ordentlich und so sauber im Gegensatz zu Georgien, hat uns wirklich schon ein bisschen überwältigt. Nein! Du bist Das funktioniert. Stein aufheben. Ich glaube, es macht Sinn, dass wir diesen Tank befüllen, weil der näher am Ansaugapparat ist. Ne? Mhm. Da wäre es, glaube ich, leichter, einen Sog zu bekommen. Jetzt müssen wir wirklich zum ersten Mal so einen Reservekanister benutzen. Irgendwie haben wir wohl mehr verbraucht als gedacht. Okay, mach ihn wieder aus und dann warte auf die Zündung und dann leg los. Aus. Kann ich weitermachen? Ja. Okay, kommt. Auf dem langen Stück entlang des Kaspischen Meeres auf der russischen Seite von Süd nach Nord kommt ein Stück, wo lange keine Tankstelle ist. Wir hatten den Spritverbrauch kalkuliert und waren der Meinung, es würde reichen. Und dann plötzlich war der Tank doch leer und wir mussten dann den Ersatzkanister benutzen. Das hat nicht genug Sprit geliefert, um wirklich den Motor wieder anzubekommen. Dann haben wir beschlossen, die Reste aus beiden Tanks in einen Tank zu vereinen, nämlich in dem linken Tank. Und dazu haben wir jetzt zum ersten Mal unsere Pumpe benutzt, die mit Akkuschrauber funktioniert, aber die hat nicht funktioniert, ohne dass eine Flüssigkeit sich drin befindet. Also haben wir es erst mit Wasser gefüllt, aber Wasser darf ja nicht in den Tank. Also war das eine perfekte Kombination unserer beiden Werkzeuge, nämlich das mit Wasser getränkte Flüssigkeit hier in diesen Trichter zu geben und durch den Trichter filtern zu lassen. Der scheidet nämlich das Wasser ab und somit konnten wir dann genug Sprit in einen Tank bekommen, um den Motor wieder zu starten. Wow, das war echt schlimm. So, weiter geht's durch die absoluten Weiden Russlands. Wir haben heute Morgen schon einen Weißkopfadler gesehen.
Es war absolut faszinierend. Das erste, was wir gesehen haben heute Morgen, guckt nach oben und da fliegt ein riesengroßer Vogel mit einem weißen Kopf und einem weißen Schwanz. Toilette. Let's go to the mall. Und das Ding hier zeigt uns den Weg zur Toilette an. Also hier ist das WC. Kann man draufklicken, dann kann man sagen unten, oben oder... Erster Stock. Und dann geht den Weg. Wir hätten aber auch für den Burger King direkt geradeaus gehen können. Und es gibt hier einen Burger King. Und da gehen Aber wir unser das Auto auch müsste ungefähr hier stehen. Da ist das Auto von uns, genau. Ja, super, los geht's. Guten Appetit und sie hat uns aufgeschrieben, was ist. Auf Rise to Tom Tom, ja. Alles auf Englisch geschrieben und das ist aus Spicy. Oh Mann, alles auf Englisch und mega. Das ist Sojasauce? Ja. Okay. Ja. Muri ist happy. Und wir haben ganz fancy Dreieckstücke. Und heute ist das hier. Das kommt dann in meine Suppe rein. Trinken wir leckeren Burger King Kaffee? Für 80 Cent. 80 Cappuccino. Cappuccino. Oh, wir lassen es uns schon wieder richtig gut gehen hier. Ah, leben das Leben. Ich glaube, so einen günstigen Cappuccino hatten wir noch nie auf der Reise. Da hat jemand geheiratet. Ja, das schöne verzierte Auto ist leider schon weg. Schon weg, ja. Coworking Space. Andy, wo sind wir? In einem sehr, sehr schicken Café Coworking Space. Vielleicht sehr hipster Plätze hier. Ja. Schauen wir da runter.
DIY-Geschäft gefunden. Möri ist im Himmel, sie hat hier auch Wolle. Möri? Bist du glücklich? Hier ist überall Wolle. Und ganz viele andere DIY-Sachen sind hier auch. Ui, wie viele Häkel- und Stricknadeln es hier gibt, Möri. Guck. Oh. Das ist ein Horrorfilm? Also wir überlegen, ob wir ins Kino gehen, aber wir befürchten, dass hier alle Filme extrem gut übersetzt sind ins Russische. Und dass wir hier mit Englisch nicht durchkommen. Hier steht auch Dune nochmal, aber das ist alles übersetzt. Ah, cool. Dune läuft hier auch. Ja klar, es ist kein rückständiges Land hier. Ja. Ja, ich hab. Es ist vorbei, du hast es verloren, Das ist voll schwer. Ja, das geht auch echt schnell. Das war ja echt schlecht. Das war eine ganz schlechte Runde, Möri, eine ganz schlechte Runde. Willst du auch mal probieren? Hier noch unser Resümee über Russland. Wir haben uns allen in Russland sehr wohl gefühlt, haben auch hier nette, lustige und liebenswerte Menschen kennengelernt. Wir haben uns das erste Mal richtig in ein Abenteuer oder in das Abenteuer eigentlich einfühlen können, denn hier hat die endlose Steppe und Weite angefangen. Wir haben aber auch eine topmoderne Stadt wie Astrakhan gesehen, in der sowohl Tradition als auch Moderne zusammengeführt wird, in der man entgegen aller Erzählungen wirklich doch alles kriegt. Ja, und wir freuen uns schon auf den nächsten Russlandbesuch. Ja, und weil dieses Video langsam zu Ende geht, sagen wir erstmal das Vidanje. Und das nächste Mal sehen wir uns in Kasachstan wieder. Oder auch Baka Baka. So, hier hat jemand eine Brücke hingemacht. Die hat 260 Rubel gekostet, also 2,60 €. Ja. Lassen wir mal kurz fahren. Sie musste sich auch das Lachen verkneifen. Wurden wir etwa gerade angelacht? Ich glaube ja. Ey, das ist ja echt spannend hier. Okay, wir sind oben. Boah. Das ist echt spannend. Ich würde sagen, das ist bei den Top 3 der spannendsten Brücken. Ich würde sagen, die spannendste Brücke, die wir je hatten. Ja, hörst du das Wasser platschen links und rechts? Wir schwimmen ja auf dem Wasser, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie. Das ist auf jeden Fall. Wir fahren übers Wasser. Boah. Gut gemacht, Jenny. Gut gemacht, Jenny.